Die Zoologische Sammlung Heidelberg ist eine Lehr- und Schausammlung. Wir haben eine 2023 neu aufgesetzte Ausstellung, die Time and Evolution. Das Besondere an der Sammlung ist, dass wir mehrere hundert Arten präsentieren können und dadurch einen großen Überblick über die zoologische Biodiversität. Das Einzigartige ist sicher, dass wir Zusammenhänge zeigen über diese verwandtschaftlichen Verhältnisse und zum anderen, dass wir eben diese didaktischen Modelle haben, die zum Beispiel Skelett und Äußeres von Tieren verbinden oder auch einen Einblick in manche Skelettelemente ermöglichen. Mein Name ist Roland Grummes, ich bin Lehrkoordinator am KOS Heidelberg. Ich habe zum einen bei der Ausarbeitung unserer aktuellen Ausstellung Time and Evolution mitgearbeitet, da auch die Objekte dokumentiert und arbeite jetzt vor allem dann auch daran weiter in der Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Einbindung der Sammlung in die Lehre. Mein persönlicher Bezug ist, dass ich die Sammlung eigentlich kenne, seit ich etwa 6 Jahre alt bin und dass es für mich auch einer der großen Faszinationsmomente waren, die mich eigentlich in die Biologie reingezogen haben. Wir haben diese Vielfalt und gerade auch die Bedrohung der Vielfalt auch versucht zu thematisieren in der Sammlung, indem wir bedrohte Arten und ausgestorbene Arten und auch die Zukunft der Evolution ansprechen. Und ich glaube, dass deshalb gerade auch die Sichtbarkeitmachung dieser Vielfalt und der Bedrohung heutzutage ein ganz wichtiges Thema ist. Unser Beutelwolf ist sicher das wertvollste Objekt in der Sammlung. Es ist eine ausgestorbene Art. Unser Tier ist in Tasmanien 1870, gerade 66 Jahre vor dem Tod des letzten bekannten Tieres, geschossen worden. Und dementsprechend ist er ein wichtiger Botschafter für die Bedrohung von Vielfalt. Außerdem ist es aber auch ein Paradebeispiel für die sogenannte konvergente Evolution, denn die Ähnlichkeit zu Wolf und Fuchs und ähnlichen Tieren ist hier unabhängig entstanden in Anpassung an ähnliche Lebensbedingungen. Und damit repräsentiert er 2 Grundelemente unserer Sammlung, die biologische Vielfalt in ihrer Bedrohung und den Gang der Evolution. Unser Leopard ist das älteste Objekt, das wir derzeit ausstellen. Das ist ein Präparat von 1833 und damit steht er für eine Zeit, als die Biologie sich tatsächlich als eigenes Fach auch aus der Anatomie herausgelöst hat. Und eine andere Besonderheit ist, dass dieser Leopard noch in der Tradition alter Jagdtrophäen präpariert ist, das heißt mit grimmigem Gesichtsausdruck. Und was sehr spannend ist, ist, dass man heutzutage sagt, dass Kinder das noch besonders anspricht, während Erwachsene inzwischen andere Sehgewohnheiten haben und was anderes als natürlich und lebendig wahrnehmen. Der Halsband-Aracari ist eines unserer didaktisch wertvollsten Präparate, denn er ist halb und halb präpariert als Skelett und Dermoplastik, sodass er direkt diesen Blick von außen und innen auf das Tier ermöglicht. An so einem Vogelskelett erkennt man eben sehr schön den langen Hals, der auch die Drehbarkeit des Kopfs bei Eulen ermöglicht. Und gleichzeitig gibt es eben die Möglichkeit, zu den kleinen Raubsauriern, die Vorfahren der Dinosaurier sind, die direkten Bezüge zu sehen. Und zum Beispiel auch am Handskelett die Verankerungsstellen der Federn, die man auch an manchen Fossilien erkennen und daraus rückschließen kann, dass auch die Tiere schon befedert waren. Ich glaube, die Objekte zeigen sehr schön Schwerpunkte im Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Mensch und auf der anderen Seite auch unserem Anliegen, diese biologische Vielfalt auch in ihrer Funktionalität und in ihrer Dynamik zu verstehen. Gerade im Bachelorstudium, wo die Grundlagen der zoologischen Vielfalt und auch der anatomischen Grundlagen gelehrt werden, sind es sehr wichtige Anschauungsobjekte. Für die breitere Öffentlichkeit ist es zum einen ein wichtiger außerschulischer Lernort, der Schülerinnen und Schülern erlaubt, zu uns zu kommen, aber auch der breiten Öffentlichkeit die Themen, die uns wichtig sind und diese biologische Vielfalt eben nahezubringen.